In diesem Video geht es um kraftvolle Heilfelder, die uns zum einen mehr Gesundheit und inneren Frieden bringen können, aber zum anderen auch einen enormen Effekt auf die Außenwelt haben können. Und das Besondere ist, dass wir diese Felder selbst kreieren können, gemeinsam, und sie zu einer neuen Matrix werden. Und unsere Ahnen haben diese Felder schon immer gemeinsam mit lichtvollen Wesen und der höchsten Quelle allen Seins erzeugt. Und viele dieser Felder stehen uns jetzt wieder zur Verfügung, nachdem wir eine Zeit lang nicht darauf zugreifen konnten, weil die Erde in einer zu niedrigen Schwingung war. Aber jetzt, wo die Erde sich immer höher schwingt und wir immer mehr wieder von diesen Feldern erzeugen und auch diese alten Felder uns wieder mehr und mehr zur Verfügung stehen, können sie einen enormen Einfluss ausüben, der so groß ist, dass wir uns das nicht einmal vorstellen können. Zum Beispiel auch Senkung von Kriminalität, Korruption, Manipulation und so weiter. Und der Grund dafür ist, dass diese Felder an der göttlichen Quelle angebunden sind und von dieser geführt werden. Und somit gibt es viele Arten, wie man quasi den göttlichen Heilstrom empfangen kann und durch seinen Körper durchfließen lassen kann. Und im Januar haben wir schon das sogenannte Einstellen kennengelernt, was wir jetzt auch noch weiterführen, weil sich das viele von euch gewünscht haben. Aber im Februar wird jetzt eine neue Variante dazu kommen, eine neue Form der Reinigung und Aktivierung, insbesondere unserer 5-dimensionalen Chakren. Denn wie ich im letzten Video beschrieben habe, zu dieser Portaltagsserie geht es ja insbesondere darum, dass unsere DNA wieder aktiviert wird, sodass wir immer mehr und mehr Zugriff haben auf unsere spirituellen Fähigkeiten, die eben in der DNA abgelegt sind. Und dieses Feld der Chakra-Reinigung und Aktivierung ist eine Art hohes Bewusstseinsfeld, welches im goldenen Zeitalter erschaffen wurde von ganz hohen Lichtwesen, Avataren oder wir nennen auch einige die aufgestiegenen Meister von Erzengeln und so weiter. Und das höchste Feld nennt man die Mahatma-Energie. Und die Mahatma-Energie ist so eine Art Matrix des goldenen Zeitalters. Und man könnte auch sagen, dass diese Matrix ein Gruppenbewusstsein ist, was eben von dieser Gruppe erstellt wurde, den höchsten Lichtwesen, den höchsten aufgestiegenen Meistern, Avataren und immer in Verbindung mit der göttlichen Quelle. Und Mahatma ist ein Wort aus dem Sanskrit und es heißt die große Seele. Das heißt, die große Seele strömt jetzt wieder ganz massiv auf die Erde ein und ihre Energien beeinflussen alles. Und das Schöne ist, dass eben dieses Feld nicht nur einfach ein Bewusstseinsfeld ist, sondern es ist ein lebendiges Feld. Es ist wirklich eine große, lebendige Seele. Und diese Felder werden immer in Zusammenarbeit mit den Menschen und anderen lichtvollen Wesen erstellt. Und wir selber erleben das ja im Moment auch im Kleinen, zum Beispiel in dieser Community, die seit Anfang des Jahres den Heilstrom strömt und dabei merkt, dass das einen Einfluss hat auf den eigenen Bereich, aber auch darüber hinaus. Und das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen. Man hat ja schon viele Untersuchungen gemacht, dass man zum Beispiel in einer Großstadt eine spezielle Gruppe hat meditieren lassen und festgestellt hat, dass genau in der Nacht die Kriminalitätsrate gesunken ist. Und so gibt es eben mittlerweile sehr viele wissenschaftliche Belege, dass Meditationen einen enorm positiven Effekt und Einfluss auf die Außenwelt haben, im friedlichen Sinne. Ja, und von daher danke ich an dieser Stelle auch nochmal jedem, der aktuell dabei ist und den Heilstrom durch sich fließen lässt in dieses Feld hinein. Ja, und ein weiterer Effekt, der sich dabei auch ergibt, wenn man mit diesen heilenden Feldern arbeitet, ist eben, dass sie einen positiven Einfluss auf Körper, Seele, Geist haben können. Und so erreichen mich eben seit Anfang Januar immer wieder Heilberichte von Menschen, die in dieser Community den Heilstrom
mitgeströmt haben und die jetzt körperliche oder seelische Verbesserung feststellen. Um nur mal ein Beispiel zu nennen, gestern hat eine liebe Dame, die immer regelmäßig mitgeströmt hat, berichtet, dass sie seit vielen Jahren unter dem Restless Leg Syndrom leidet, also eine Art Kribbeln in den Beinen, das primär nachts auftritt und einen nicht zur Ruhe oder in den Schlaf kommen lässt. Und sie musste immer Medikamente nehmen und seitdem sie jetzt den Heilstrom macht, ist es besser geworden. Sie hat berichtet, dass sie die letzten, ja heute sind es mittlerweile glaube ich 10 Nächte, ohne Medikamente wunderbar geschlafen hat. Ja, und nachdem wir den Heilstrom jetzt im Januar kennengelernt haben, möchte ich euch im Februar eine weitere Meditation vorstellen, die insbesondere auch auf unsere Organe oder auch im spirituellen Bereich wirken kann. Ja, und so freue ich mich, wenn wieder viele zahlreich dabei sind bei den Morgen- und Abend-Heilströmen oder eben auch bei dieser Chakra-Meditation am 2.2. Und die Links findet ihr wie üblich in der Videobeschreibung. Alles Liebe!